Warnung. Der folgende Abschnitt des Videos könnte Inhalte beinhalten, welche zukünftige Ereignisse in diesem Spiel spoilern. Falls du dieses Projekt erst zu Ende sehen möchtest, kannst du dieses Video später zu Ende gucken. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Willkommen zurück zu der Stanley Parable. Heute werden wir wieder ein anderes Ende spielen. Ich beginne das Spiel. Ich habe mir was überlegt, aber wir werden nicht von vorne beginnen, also dieses Intro nicht angucken. Wenn ihr die anderen Folgen nicht gesehen habt, und dann guckt sie euch an. In der Playlist sind alle verlinkt. In Folge 1 seht ihr das Intro, wenn ihr es sehen wollt. So, los geht's. So, wir sind jetzt im Spiel. Wir fangen direkt an. Ich habe mir überlegt, wir werden erstmal den Anweisungen folgen bis zum Gedankenkontrollzentrum. Und ab da gehen wir in den Escape-Gang und nicht mehr geradeaus. Weil ich habe mir ein Video von mir nochmal angeguckt und da habe ich gesehen, dass wir das auch nochmal machen wollten. Und das machen wir jetzt auch. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his Ja, left. die linke, ja. Tolle Bilder hier übrigens. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's Im Büro, da office. war das so ein komischer Raum, irgendwie, wo man Fahrstuhl runterfahren muss. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Ich kann mich noch dran erinnern, das sieht aus wie im Horrorspiel hier. Was ist das eigentlich für ein Gerät? Ach, keine Ahnung. Vor allem rotes Licht. Ich finde es seltsam, diese Firma. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Jetzt mir immer Funken schlägt, das ist kaputt. Ei, oh ei. Ah ja, hier sind wir.
Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Wir gehen aber in den Escape-Gang. Da waren wir nämlich noch nicht. Da wollte ich nämlich mal lang. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Ich will trotzdem durch. The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Sieht schon mal vielversprechend aus. Stanley was inched closer and closer to his demise. He reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. So he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. Oh God. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Okay. Seltsam. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Warnung. Der folgende Abschnitt des Videos könnte Inhalte beinhalten, welche zukünftige Ereignisse in diesem Spiel spoilern. Falls du dieses Projekt erst zu Ende sehen möchtest, kannst du dieses Video später zu Ende gucken. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich muss mal ein bisschen umgucken hier. Button Sounds, ernsthaft. Interessant. Schade. Kann man nicht rein. Die Credits, die kommen am Ende nochmal. Die werde ich am Ende nochmal einblenden, wenn wir das ganze Spiel durch haben. Aber hier zeige ich es auch mal kurz, weil dieses Spiel hat es echt wert. Habe ich die Bilder auch schon gesehen? Und schon. Ah, nee. Ah, ja. Ach so, so sah es aus, wo wir das Spiel entwickelt haben. Anscheinend. Und von ihrem Chef dort Büro gemacht haben.
Oh, I don't know. How about they're throwing a surprise party for him for all his button pushing? Does that sound plausible to you? Perfect example of poor level design. When Stanley came to this, he travelled up. It's the kind of thing you pick up on Outtakes. you have even the most fundamental understanding of good and bad game design. But of course, You being you, you'll probably spend the next hour trying to solve it. Here, I'm just going to make this easy on you. Stanley pushed the number 6. Stanley walked through the green door. Die Sachen haben sie wohl nicht verwendet, die wir gerade gehört haben. Now then, this So, hier oben. Freedom. Oh. Das war ein Spoiler. Vielleicht. Ich hoffe, ich hab's rausgeschnitten. Den kennen wir schon. Aber wir wollten ja noch was ausprobieren. Das hat auch mit dem Tisch zu tun, werdet ihr noch sehen. So sah die am Anfang aus, der Countdown Room. Exit, da gehen wir jetzt lang. Haben wir alles, glaube ich, abgeguckt. Ah ne, hier noch nicht. Aha. Ach, hier sind die verschiedenen Büros, ne? Ah, das sind verschiedene Kreationen. Das war das erste, glaube ich. Das zweite und das aktuelle. Was hat sich denn hier verändert? Ach so, ja, ich sehe es. Ach, sind das Zuschauer- oder Spielerbewertungen? Ja. Oder warte mal, was steht denn da? Ach so, nach dem Trailer konnten Leute dann E-Mails dahin schicken. Okay. Was haben wir da? Lounge, die sah mal so aus. Oh Gott. Hat sich aber stark verändert. Das ist wohl noch ein Ending. Oder haben wir, ich glaube, das haben wir schon gespielt. Ich weiß es nicht ganz genau mehr. Da haben wir noch nichts gemacht hier.
Ich glaube, ich weiß schon, wo wir da lang führen müssen. Am Anfang werde ich auch in diesem Video eine Warnung einblenden, dass dieses Video mehrere Spoiler beinhalten könnte. Meeting Room. Oh Gott, ich kann mir dann alles angucken. So viel. Die kenne ich auch noch nicht. Das kenne ich noch alles nicht. Das will ich eigentlich noch nicht sehen. Ich weiß gar nicht, ist hier noch was gewesen? Oh ja. Das ist der erste Trailer. Oh, da läuft er schon. Wir gucken uns mal an. Von 2012. Ist kein Ton, ne? Nein. Okay, seltsam. Das Spiel kann man noch. Oh, vieles Spiel. Ja gut, ich kann mir ganz angucken, es dauert jetzt so lang. Aber ich hoffe, wiederholt sich auch ständig, oder? Weiß es nicht. Vom Trailer, ne? Das ist das alte Logo gewesen, ja. So gut, Exit. Haben wir das meiste gesehen, hat ein bisschen lange gedauert. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. On, off. Oh. Can you see? Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. But listen to me. You can still save these two. You can stop the program before they both fail.
Push escape and press quit. Ich soll There's no Escape other way drücken to und beat Quit this game. drücken, As also long as you move forward, you'll be walking. Spiel neu starten oder zurück zum Menü. Mal schauen. Someone else's path. Stop now and be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't let time. Oh Mann. Ich glaube, es war es schon. Ach so, ich warte hier gerade ein paar Minuten, schwarzer Bildschirm. Es passiert nichts mehr. Ich glaube, ich muss ein Spiel neu starten drücken. Ja. Hat das Spiel auch wieder vorgesehen. Ja. Das war davon. Bei dem Ende hier, muss ich sagen, war viel. Ich kann eigentlich nur eins sagen. Es war ein Museum von der Entwicklungsphase des Spiels. Das war halt eben ernst gemeint. Und da waren auch eigene Spoiler drin, weil wir manche Sachen noch nicht gespielt haben. Aber ich habe ja auch dich vorgewarnt. Ich habe ja alle vorgewarnt. So. Dann beim nächsten Mal spielen wir wieder eine neue. Beim nächsten Mal spielen wir ein neues Ende. Und ich hoffe, ich habe euch nicht verärgert mit diesem Video, weil ich habe nicht viel geredet. Das liegt aber daran, weil bei dem Museum, da musste ich echt mal gucken, was da so war. Da musste man ja viel lesen, da gab es ja keinen Untertitel. Naja, gut. Das war dann. Macht's gut und ciao. I can hear the shots when the fireworks soar and the sounds of the battle. Go down, no, I'm on top when the arrows are drawn.